Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir befinden uns auf W50 und die Auswirkungen der Dungeon-Pause machen sich immer mehr bemerkbar, denn immer mehr Leute verlassen ihre Dungeon-Pause, um ihre Dungeons zu nehmen und dementsprechend den Leuten einen Vorteil zu bekommen, die keine Dungeon-Pause gemacht haben, wie zum Beispiel mir. Und W50 ist jetzt so der erste Server, wo das richtig aufkam mit der ganzen Dungeon-Pausen-Thematik. Und anhand von Vergleichen zu mir, zu anderen, die Pause machen, die keine Pause machen, kann man ganz gut sehen, das, was wir auch letztens gerade angesprochen haben, dass es einen Unterschied zwischen 10 bis 15 Level macht, wenn man alles richtig macht, so zwischen den Leuten, die Pause machen und halt eben nicht Pause machen. Und das hat sich jetzt auch gestern gerade wieder gezeigt, denn gestern wurde durch die Dungeon-Pause ein neuer Stufe 500 Rekord gebrochen. Und zwar vom lieben, wo ist er denn hier? Von Jack Daniels, ja, vom guten Jack Daniels, Stufe 502, ich trinke keinen Alkohol, meine lieben Kinder, ja, ganz wichtig. Ansonsten könnte man auch denken, Mensch, hat er hier gesoffen oder was hat er für ein Level hier? Also das ist ja wirklich abnormal, was hier möglich ist durch die Dungeon-Pause, Stufe 502 GZ an der Stelle. Haben gestern auch Crit Happens gelivestreamt auf Twitch, ich hatte kurz vorbeigeschaut gehabt, streamen nicht sehr oft, aber wenn, dann immer ganz coole Sachen, deswegen schaut auf jeden Fall mal vorbei. Link dazu in der Videobeschreibung, Grüße gehen raus. Und deswegen GZ dazu. Ein neuer Stufe 500er Rekord geknackt mit dem Battle Mage. Auch noch. Das kommt noch oben drauf, ja. Man mag es kaum glauben, der Battle Mage, die Klasse, die eigentlich wirklich nicht sehr Dungeon-tauglich ist, hat hier einen neuen 500er Rekord aufgestellt, mit Hilfe der Dungeon-Pause, ja. Und deswegen hatte er auch gleich 2 Rekorde aufgestellt. Einmal mit Stufe 500 mit jeder Klasse und einmal halt eben mit Stufe 500 als Battle Mage. Dazu kam auch noch, dass auf einem anderen, auch auf W50, ein 500er Rekord gleichzeitig gebrochen worden ist mit dem Magier, aber ich glaube ein paar Minuten später. Ja, hier sieht man auch den Unterschied zwischen 1:16 und 1:30, deswegen aber trotzdem auch GZ an Incrementare. Was auch immer das bedeutet. Ja, deswegen auch eine Leistung, die auf jeden Fall gewertschätzt werden sollte. Ne? Und das war auf jeden Fall ganz cool zu beobachten gestern und war ein cooles Event. Und bezüglich Events habe ich auch was in der Planung und ich hoffe mal, ihr seid da genauso gehypt drauf wie ich, denn ich habe das Ganze schon ein bisschen auf Instagram angeteasert. Wer mich da verfolgen sollte, hat das vielleicht gesehen, dass ich schon seit ein paar Wochen jetzt ein neues Projekt plane und in Arbeit bin. Und das ist jetzt eigentlich so gut wie fertig und wird am Sonntag um 15 Uhr angekündigt. Da ist es endlich soweit. Das ist kein Projekt irgendwie oder kein neues Update. Das wurde schon vermutet, ob es irgendwie ein neues, hat das mit neuen Updates zu tun, mit Shakes and Fidget? Nein, das ist ein Projekt von Content-Creatoren, wie zum Beispiel mir, mithilfe auch von Piccolo, der da auch mir nochmal einen Anreiz zugegeben hat, erstellt worden. Und das bin ich jetzt gerade am Durcharbeiten, am Durchplanen und gucke, dass das alles so seine Wege geht. Und das soll einfach nur euch zur Unterhaltung dienen und quasi ein weiteres Event euch bieten, damit der triste Alltag von Shakes and Fidget Content auch ein bisschen abwechslungsreicher wird und ein paar coole Events gestreut werden von diesen Events, wie zum Beispiel den Elevator oder Legendary Dungeon, die ja regelmäßig im Jahr sind. Und so ein Projekt, wenn es gut ankommt, dafür seid ihr jetzt zuständig am Sonntag, da bin ich gespannt drauf, ja, ob es euch gefällt oder nicht. Ne? Da seid ihr für zuständig, ob das Ganze Zukunft hat oder halt eben nicht. Wenn es euch gefällt, wird das Ganze auch ein regelmäßiges Projekt werden. Wenn nicht, dann muss ich nochmal schauen, ob sich die Arbeit wirklich denn dahinter auch so lohnt, ne? Weil das ist immer ganz schön viel organisatorischer Stress, der im Hintergrund da immer stattfindet. Aber seid da gespannt auf jeden Fall. Am Sonntag um 15 Uhr wird das Ganze angekündigt werden und ich bin sehr gespannt, ob euch das gefallen wird und wie das Feedback darauf sein wird. Ne? Ja, das auf jeden Fall dazu.
Gut, ansonsten, ja, wenn wir uns schon auf W50 befinden, gucken wir auch mal gleich mal, was hier so abgeht. Ich bin jetzt momentan gerade ja, auf Platz 3, das ist sehr gut. Ich merke aber, dass halt immer mehr Leute, wie gesagt, halt eben auch aus ihrer Dungeon-Pause rauskommen und ja, das macht mir natürlich gibt mir ein bisschen zu denken. Wir haben zum Beispiel einen Zombie, der ja unglaublich krass auch mit seinen Stat-Punkten ist. Der hat ja auch keine Dungeon-Pause gemacht. Hat aber extrem heftige Stats und da kommt selbst jemand aus einer Dungeon-Pause erstmal so noch nicht ran. Man muss gucken, weil die Leute, die jetzt eben 1,5 Jahre keine Dungeons gemacht haben, die fangen ja jetzt erst an, von der Dungeon-Pause zu profitieren. Also jetzt nach 1,5 Jahren erst fängt so langsam der Vorteil an, weil sie jetzt halt eben diese 10, 15 Level Fortschritt haben, wo sie halt eben mehr Gold generieren. Und jetzt ist es halt ein Spiel auf Zeit. Jetzt müssen sie das über 3, 4, 5, 6, 7 Jahre so weiterspielen und dann werden sie durch den Levelvorteil wahrscheinlich irgendwann ja, vorne sein, so Stück für Stück, peu à peu, wenn die Leute nicht weiter so krass reinpayen wie zum Beispiel so ein Zombie. Also von den Statpunkten her, was haben wir eigentlich? Wir haben 20, ja, 30, 35, 36 so, 32, ja, 37, 38. Also von den Basispunkten her ja, ist das doch auch schon ein ganz schönes Stück weit weg, muss man auch dazu sagen. Und ich habe ja jetzt auch nicht wenig Geld hier auf dem Server gelassen, das kommt auch noch mit dazu, abseits von dem Sponsoring. Und wenn man sich hier so die Edelsteine anschaut, dann hatten wir, und auch die Verbesserung, holy shit, das sehe ich ja jetzt, er hat auch 16-fache Verbesserungen hier fast überall, bis auf das Extra, ist auch extrem kräftig und ja, also wenn das so weitergeht, ich meine, vielleicht schafft er es noch so ein paar Level aufzuholen zu den Dungeon-Sparern jetzt, aber ich sag mal, so ein Abstand jetzt hier zu dem guten Jack, der hat ja jetzt hier echt ein paar Level gut gemacht und von den Basispunkten her, ja, sind wir in Main knapp vorne und in der Ausdauer 8, 7, ja, wir sind in beiden vorne auf jeden Fall, ne? Aber jetzt muss man halt eben beobachten, wie sich das Ganze entwickelt über die Jahre gesehen, ne? Was das für einen Unterschied dann macht, ne? Und wir hatten es ja bisher nur in der Theorie gehabt mit der Dungeon-Pause. Jetzt sehen wir es halt auch so ein bisschen in der Praxis, wie das Ganze umgesetzt wird. Aber jetzt kommt halt eben nochmal diese ausdauernde Phase, wo man halt eben danach noch sieht, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich gehe mal von aus, dass hier der Jack auch weiterhin am Ball bleibt, sonst hätte man jetzt die Dungeon-Pause nicht gemacht. Ich werde auch noch weiter durchziehen, natürlich hier auf dem Server. Der gefällt mir nach wie vor sehr gut. Er ist sehr aktiv. Auch wenn alles so festgefahren ist, was so die Gilden und die Spieler angeht, so auf W50, da nimmt jeder so hier so seine Rolle ein und keiner verlässt großartig oder switcht irgendwo hin und her, zumindest bekomme ich es nicht so mit. Wir haben viele Leute auf der Warteliste, die auch schon relativ lange warten, weil bei uns halt auch, ja, jeder aktiv so spielt von den Membern her, ne? Und das ist halt eine super geile Sache auf jeden Fall. Und es ist mal eine Ausnahme, wenn man hier so jemanden einen Tag lang offline ist. Ja, deswegen ist schon auf jeden Fall ganz cool alles hier auf W50 und ja, auf jeden Fall finde ich es auch nice, wollte ich auch noch dazu sagen. Ich finde es ja auch sehr nice, dass das Ganze hier mit einem Battlemage erreicht worden ist. Was ja so eigentlich mit einer meiner Lieblingsklassen auch ist, also wirklich Kampfmagier an die Macht, sag ich mal so, ne? Ich hoffe mal, falls dann nochmal eine Überarbeitung oder sowas kommen sollte, wird die Klasse nicht ganz so hart getroffen. Ist ja meine Zweit-Main-Klasse, würde ich so sagen. Mit meinem Battlemage habe ich jetzt auch bald Stufe 600 erreicht, glaube ich. Ja, Stufe 596 sind wir hier auch mittlerweile. Und von den Statpunkten her auch gut unterwegs. Ich habe übrigens, ja, da wollte ich eigentlich auch nochmal im Video zeigen, sehe ich jetzt gerade, übrigens, das muss ich ja heute gemacht haben irgendwie, die Milliarde Lebenspunkte erreicht hier. Ne? 1 Milliarde. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich irgendwo 1 Milliarde Leben habe. Nicht mal auf mein Main habe ich so viel Leben, ne? Weil da bin ich nur ein Magier und halt eben auch, ja, die Magier haben halt eben nicht sehr viel Leben. Die haben sehr viel Schaden, aber ja, das Leben ist da eher
nicht so am Start. Ja, nee, genau, das soll es eigentlich aber auch soweit zu dem Video gewesen sein. Ich wollte es euch nur mal mitteilen, was so gerade abgeht auf W50. Dungeon-technisch sind wir da noch nicht viel weiter. Wir können noch mal ein paar Tries machen. Ist momentan echt nicht viel drin, muss ich sagen. Überall ja, wird man geblockt hier. Wir müssen wahrscheinlich erst wieder auf den nächsten Leggy-Dungeon warten zu Ostern, dass wir da uns vielleicht neu equippen. Ich weiß es noch nicht so ganz, ob sich das denn auch so sehr lohnt, sag ich mal. Ich hatte vorhin gesehen bei Zombie, wir haben ja ungefähr die gleiche Stufe, erst eine höher. Wenn man sich mal plus 10, plus 52, ja, hier könnte man was gut machen. Wenn wir da ein Leggy neues kriegen, sollten wir auch ein bisschen von profitieren. Aber das ist auch, okay, Rüstung, ja, gut, Rüstung könnte man noch. Und Schuhe, okay. Also, ja, Schuhe, Rüstung und, ja, hier den Anhänger. Ne? Das wären 3 Sachen, das wäre okay, aber für 10 Stat-Punkte das hier, das würde ich nicht machen. Also das lohnt sich jetzt nicht so wirklich. Ja, ja, insgesamt könnte man schon ein bisschen Plus machen, aber gut. Wir kommen auch langsam auf die 500 zu. Das ist der Bereich, wo nicht mehr sehr viel fällt in den Dungeons und deswegen bin ich auch trotzdem soweit erstmal zufrieden. Genau, ja, Leute, das soll es soweit gewesen sein zu dem Video. Seid gespannt auf Sonntag. Ja, wirklich, ich hoffe sehr, dass euch das Ganze auch so gefällt wie mir und ich bin froh, dass ich das endlich ankündigen kann. Und wir haben da echt lange dran gesessen. Im Hintergrund muss alles abgesprochen werden, dass das Ganze so funktioniert und ja, so stattfinden kann. Aber mehr Informationen erfahrt ihr dann halt am Sonntag um 15 Uhr. Genau, und ich bin gespannt, ob es euch gefällt. Oder halt eben nicht. Ne? Bin sehr auf euer Feedback gespannt. Leute, das war es soweit von mir. Ich wünsche euch ein super schönes Wochenende. Ja? Und Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten war es das soweit. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.